Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Runde Deutsch lernen. Hallo, auch von mir. Schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, mit uns zu lernen. Heute ist schon Tag 39 unserer, gemeinsamen Lernreise. Jeden Tag 15 neue Wörter. Das ist wirklich toll, was du da schaffst. Finden wir super. Ja, genau. Und denk dran, bis Tag 60 bleiben wir zusammen auf dem Niveau A2. Danach wagen wir den nächsten Schritt und gehen gemeinsam auf das Level B1. Das wird sicher, eine spannende neue Phase. Absolut. Und bevor wir starten, noch ein kleiner Tipp von uns. Du kannst die Shadowing-Technik benutzen, um deine Aussprache zu verbessern. Das ist ganz einfach. Ja, Wiederhole die Sätze, die wir sagen, einfach laut nach. einfach nachsprechen. Wiederholung ist wirklich ein Schlüssel beim Sprachenlernen. Genau, das ist es. So, und was haben wir heute für dich vorbereitet? Das Thema für heute ist Grundwortschatz, und zwar schauen wir uns wichtige Orte in der Stadt an. Stimmt. Das ist besonders hilfreich, wenn du Deutsch auf dem Niveau A2 lernst. Okay, packen wir es an. Wir helfen dir heute dabei, 15 wichtige Wörter rund um das Stadtleben nicht nur zu verstehen, sondern, auch gleich anzuwenden. Das Ziel ist, dass du dich einfacher fühlst, wenn du in einer deutschen Stadt unterwegs bist. Und wie immer, wenn wir alle 15 Wörter zusammen durchgegangen sind, also klar und verständlich erklärt, dann haben wir am Ende noch eine kleine Alltagsgeschichte für dich parat. Ja, In dieser Geschichte kommen alle Wörter noch einmal vor. So siehst du direkt, wie sie im Zusammenhang funktionieren. es lohnt sich also, bis zum Schluss dran zu bleiben. Bist du bereit? Dann lass uns mit dem ersten Wort starten. Sehr gerne. Das erste Wort ist ein sehr wichtiger Ort, den man aufsucht, wenn man vielleicht Kopfschmerzen hat oder... Oder ein Rezept vom Arzt einlösen möchte. Genau. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist bestimmt die Apotheke. Exakt. Auf Englisch würde man sagen Pharmacy, ein Ort für Medikamente und oft auch gute Beratung. Stimmt. Ein einfacher Beispielsatz dazu wäre: Ich brauche dringend ein Hustenmittel, ich gehe schnell in die Apotheke an der Ecke. Gutes Beispiel. So, nächster Ort. Stell dir vor, dein Portemonnaie ist leer, du brauchst aber Bargeld, um, sagen wir, auf dem Markt was zu kaufen. Wo gehst du hin? Klar, dann führt der Weg zu die Bank. Richtig. Das ist international recht ähnlich, auf Englisch auch Bank. Und ein Beispielsatz könnte sein: Ich muss Geld abheben, bevor die Geschäfte schließen. Ich gehe schnell zur Bank. Perfekt. Und jetzt zu einem Ort, der besonders am Wochenende sehr beliebt ist, um frische Lebensmittel zu kaufen. Blumen oder manchmal auch andere schöne Dinge. Oft draußen. Oh ja, das liebe ich. Das ist der Markt. Genau. Market auf Englisch. Oft ein sehr lebendiger Ort. Da fällt mir ein Satz ein: Am Samstagvormittag gehe ich am liebsten auf den Markt und kaufe frisches Obst und Gemüse für die Woche. Da trifft man auch immer Leute, finde ich. Das stimmt. Märkte haben oft eine tolle Atmosphäre. So, bleiben wir bei Orten, aber wechseln wir zu Kultur. Wo kann man hingehen, um sich ein Schauspiel anzusehen, eine Oper oder vielleicht ein Musical? Dafür gibt es das Theater. Korrekt. Englisch? Theater. Ein Ort für, darstellende Künste. Ein Beispiel: Wir haben Karten für heute Abend und sehen uns ein spannendes Stück im Theater an. Ich bin schon gespannt. Oh, interessant. Viel Spaß dabei. Und wenn wir schon bei Kultur sind, es gibt noch einen anderen wichtigen Ort. Hier kann man oft Kunstwerke ansehen oder historische Gegenstände, wissenschaftliche Sammlungen. Du meinst sicher das Museum? Genau das. Englisch. Museum. Ein Ort zum Lernen und Staunen halt. Ja, da kann man viel entdecken. Zum Beispiel im Städtischen Museum gibt es gerade eine faszinierende Ausstellung über alte ägyptische Kunst. Klingt spannend. So, jetzt haben wir einige Orte genannt. Apotheke, Bank, Markt, Theater, Museum. Aber wie kommt man dorthin? Was ist die grundlegendste Art der Fortbewegung? Besonders für kürzere Strecken in der Stadt. Da braucht man natürlich ein Verb. Gehen. Also zu Fuß von A nach B kommen. Genau. Unser erstes Verb für heute. Auf Englisch sagt man to go oder spezifischer to walk. Und wie bildet man das Perfekt? Das ist wichtig, wenn man über die Vergangenheit spricht. Das ist ein unregelmäßiges Verb und bildet das Perfekt mit sein. Also ist gegangen. Zum Beispiel, wenn du erzählst, was du gestern gemacht hast. Verstanden. Also ein Beispiel im Perfekt wäre: Wir sind gestern Nachmittag durch den Park gegangen.
Sehr gut. Manchmal geht man aber nicht nur irgendwo hin, sondern man geht gezielt zu einem Ort oder zu einer Person, um dort Zeit zu verbringen oder was zu erleben. Wie nennt man das? Zum Beispiel, wenn man Freunde trifft oder eben ein Museum anschaut. Ah, du sprichst von dem Verb besuchen. Richtig. Auf Englisch wäre das to visit. Man stattet jemandem oder einem Ort einen Besuch ab, sozusagen. Und das Perfekt dazu? Ist das auch mit sein? Nein, aufpassen. Besuchen ist regelmäßig und bildet das Perfekt mit haben. Also hat besucht. Ah, gut zu wissen. Danke. Ein Beispielsatz wäre dann: Am Wochenende habe ich endlich mal wieder meine Tante auf dem Land besucht. Das ist schön. So, wenn wir nun auf dem Markt sind oder in einem Geschäft, was ist die Hauptaktivität, die man dort macht, wenn man etwas haben möchte und bezahlt? Man wird etwas kaufen. Genau. Englisch to buy. Ein sehr alltägliches Verb. Und das Perfekt ist regelmäßig, nehme ich an, mit haben. Also hat gekauft. Ja, ganz genau. Hat gekauft. Okay, dann ein praktischer Beispielsatz. Ich habe mir gestern auf dem Flohmarkt eine schöne alte Lampe gekauft. Ein echtes Schnäppchen. Super. Kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn dir unser gemeinsames Lernen hier gefällt und du mehr davon möchtest, dann wäre es toll, wenn du unseren Kanal abonnierst und uns vielleicht einen Daumen nach oben gibst. Ja, das motiviert uns wirklich sehr, weiterzumachen. Absolut. Du fragst jemanden nach dem Weg. Was bittest du die Person zu tun? Man bittet sie einem, den Weg zu zeigen? Genau. Das Verb ist zeigen. Auf Englisch Zu show. jemandem etwas erklären oder, demonstrieren. Und das Perfekt, wie geht das? Das ist regelmäßig mit haben, hat gezeigt. Richtig. Ein sehr nützlicher Satz, wenn man sich nicht auskennt. Entschuldigung, könnten Sie mir bitte auf der Karte zeigen, wo wir gerade sind? Guter Satz, den sollte man sich merken. Und was ist das erlösende Gefühl, wenn man etwas lange gesucht hat, vielleicht den verlorenen Schlüssel oder eben diesen bestimmten Laden in der Stadt, und dann hat man ihn endlich. Dann hat man ihn gefunden. Das Verb ist finden. Englisch to find. Und das Perfekt ist wieder unregelmäßig, aber diesmal mit haben, hat gefunden. Genau. Ein Beispiel, das sicher jeder kennt und das Erleichterung ausdrückt. Ich habe meine Brille wiedergefunden. Sie lag auf dem Küchentisch. Puh. Oh ja, das kenne ich nur zu gut. Großartig. So, jetzt haben wir viele Orte und Tätigkeiten. Lass uns nun ein paar Adjektive hinzufügen, um diese Orte genauer zu beschreiben. Wie sagt man, wenn etwas nicht weit entfernt ist, also gut erreichbar, quasi um die Ecke? Dann sagt man, es ist nah. Englisch, near oder close? Ein praktisches Beispiel. Die U-Bahn-Station ist ganz nah, nur 2 Minuten zu Fuß von hier. Das ist sehr praktisch. Sehr praktisch, stimmt. Und was ist das direkte Gegenteil von nah? Wenn etwas eine größere Distanz entfernt ist, also nicht gleich um die Ecke. Das ist dann weit. Englisch, far. Zum Beispiel, das Meer ist leider ziemlich weit von unserer Stadt entfernt. Man muss schon ein paar Stunden fahren. Ja, das ist schade manchmal. Okay, nächstes Adjektiv. Wenn ein Ort, ein Gebäude oder vielleicht auch eine Person von vielen Leuten gekannt wird, wie nennt man das? So wie der Eiffelturm in Paris. Dann ist dieser Ort oder diese Person bekannt. Englisch, well-known oder famous. Ein Beispiel aus Deutschland. Der Kölner Dom ist ein sehr bekanntes Bauwerk, das viele Touristen anzieht. Den kennt man einfach. Das stimmt, den kennt wirklich fast jeder. So, und nun ein sehr positives Adjektiv. Wie beschreibt man einen Ort, eine Aussicht oder auch eine Person, die einem optisch oder vom Gefühl her sehr gut gefällt? Dafür verwenden wir oft das Wort schön. Englisch, beautiful oder nice. Ein sehr vielseitiges Wort. Ja, das passt oft. Zum Beispiel, der botanische Garten hinter dem Museum ist wirklich schön, besonders im Frühling, wenn alles blüht. Das klingt idyllisch. Und unser letztes Wort für heute beschreibt oft Gebäude, Gegenstände oder auch Lebewesen, die schon eine lange Zeit existieren. Nicht neu. Da sprichst du von alt. Genau. Englisch old. Das Gegenteil von neu oder jung. Ein Beispiel dazu? In der Innenstadt steht noch ein sehr altes Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert. Es ist wirklich beeindruckend. Wow. Das waren sie schon, unsere 15 Wörter für heute. Die Apotheke, die Bank, der Markt, das Theater, das Museum, gehen,
besuchen, kaufen, zeigen, finden, nah, weit, bekannt, schön und alt. Puh, geschafft. Super gemacht. Das waren jetzt vielleicht viele Informationen auf einmal, aber das sind wirklich nützliche Wörter, die dir im Alltag in einer Stadt begegnen können. Absolut. Und wie versprochen, kommt jetzt unsere kleine Geschichte, in der all diese Wörter vorkommen. Hör gut zu und schau mal, ob du sie alle wiedererkennst. Okay, spitz die Ohren. Hier kommt die Geschichte. Letzte Woche wollte ich meine Freundin Lena in ihrer neuen Wohnung besuchen. Sie wohnt jetzt mitten in der Stadt, in einem wirklich schönen, aber ziemlich alten Haus. Ich bin mit dem Zug gekommen und musste vom Bahnhof erst einmal den Weg finden. Das ist oft so. Ja. Zum Glück war ihre Straße nicht weit weg. Ich bin also losgegangen. Unterwegs brauchte ich noch schnell etwas aus der Apotheke. Die war ganz nah bei einer großen Bank. Das war praktisch. Ah, gut. Danach kam ich an einem bunten Markt vorbei. Dort haben viele Leute frisches Gemüse gekauft. Das sah toll aus. Lena hatte mir gesagt, dass in ihrer Nähe auch ein sehr bekanntes Theater ist. Das habe ich auch gesehen. Okay. Bevor ich bei ihr war, wollte sie mir noch kurz das Stadtmuseum zeigen, weil es dort eine Sonderausstellung gab. Sie hat mir alles erklärt und den schnellsten Weg gezeigt. Ich war froh, als ich endlich alles gefunden habe und bei ihr klingeln konnte. Es war ein toller Nachmittag. Das war unsere kleine Geschichte. Hast du die Wörter wiedererkannt? Apotheke, Bank, Markt, Theater, Museum, gehen, besuchen, kaufen, zeigen, finden, nah, weit, bekannt, schön und alt. Sie waren alle drin. Jetzt bist du dran. Versuch doch mal eigene Sätze mit diesen Wörtern zu bilden. Schreib gerne deine Sätze unten in die Kommentare. Wir sind gespannt und lesen sie uns gerne durch. Übung ist alles. Ja, unbedingt. Trau dich ruhig. Und wenn dir diese Art zu lernen gefallen hat, dann abonniere doch unseren Kanal, damit du keine Folge verpasst. Genau. Und über einen Daumen nach oben freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Das hilft uns. Genau. Und seid gespannt auf morgen, denn da haben wir wieder ein sehr wichtiges und, ja, praktisches Thema für euch. Es geht um Dienstleistungen. Richtig. Da sprechen wir über Wörter, die man oft im Alltag braucht, wenn man zum Beispiel zum Friseur geht, einen Termin beim Arzt hat, ein Paket zur Post bringt oder einen Handwerker braucht. Oh ja, sehr nützlich. Das wird sicher wieder sehr nützlich. Also bleibt unbedingt dabei. Das war's für heute. Mach's gut und bis morgen. Tschüss und viel Erfolg und Spaß beim weiteren Deutschlernen.